Herzlich willkommen zum Politikergrillen hier auf dem Dach von Welt TV in Berlin. Unser heutiger Gast weiß nicht nur, wie man Schweine schlachtet, er beherrscht auch das Regierungshandwerk. Mit nur 42 Jahren wurde er einer der jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands. Seine Kritiker werfen ihm vor, ein Putin-Versteher zu sein. Seine Anhänger loben seine Bürgernähe und sagen ihm nach, er habe schon jedem Sachsen persönlich die Hand geschüttelt. Die Rede ist von Michael Kretschmer, Ministerpräsident in Sachsen und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Schön, dass wir heute zusammen grillen, Herr Kretschmer. Ich freue mich auch. Zeigen Sie mal Ihren Gesundheitspass. Gesundheitspass, wofür brauchen wir den? Ja, wenn man mit Lebensmitteln arbeitet. Ja, aber wir sind ja hier im privaten Rahmen, würde ich sagen, oder? Verständigen wir uns darauf. Ja, so machen wir es. Sie sind ja in Görlitz aufgewachsen mit zwei Geschwistern und Ihre Familie sind Vertriebene. Wo sind denn die Wurzeln Ihrer Familie? Also meine Großeltern sind Vertriebene, so alt bin ich noch nicht, wenn ich manchmal so aussehe. Die kommen aus Schlesien, aus der Nähe von Breslau. Und ja, wir sind da regelmäßig hingefahren. Das ist eine tolle Gegend. Haben Sie gegrillt in Ihrer Kindheit dort? Nein, wir haben nicht in Schlesien gegrillt. Also ich bin nicht vertrieben. Ja, ich komme in Görlitz aufgewachsen. Ich meine, ob Sie in Görlitz gegrillt haben. Wir haben vor allen Dingen, jetzt grillen wir mit den Kindern regelmäßig, weil das ist eigentlich eine schöne Beschäftigung und dann haben alle was dabei zu tun, wenn das Abendbrot entsteht. Wie alt sind Ihre Kinder? 12 und 14. Also Sie haben 4 insgesamt, glaube ich. Ja, ich habe noch 2 große, aber die sind schon 25 und 27. Und funktioniert das mit dem Patchwork? Ja, super. Das ist eine totale Bereicherung. Ja. Ja, schön. Sie haben sich Rind gewünscht heute. Sind Sie Firmen, wie so ein Gasgrill geht? Oder Nee, gar nicht. Wie grillen Sie zu Hause? Wir haben sowas Modernes hier, sowas Schickes. Das gibt es nur bei Welt und bei Springer. Ich bin so ein Durchschnittsdeutscher. Ich habe einen anständigen Holzkohlegrill. Auch schön. Wollen Sie sich trotzdem hier dran mal versuchen? Ja, komm, mach mal an. Dann muss ich so klacken, zack, da haben Sie die Flamme gesehen. Sie dürfen entscheiden, So ob viel wir volle Grill? Pulle oder Hälfte. Ja, Sie haben sich ja Rind gewünscht. Geht aber schnell, deswegen aber wirklich. Ist gut, das ist cool, ja. können wir noch einen Moment zumachen. Dann Ja. haben Sie hier einen Thermometer. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Also, ich habe gelesen, Sie haben in Ihrer Jugend Schweine geschlachtet oder mitgeholfen. Ich habe keine Schweine geschlachtet, ich habe dazugeschaut. Ja, aber nicht mitgeholfen? Die haben mitgeholfen und das ist ehrlich gesagt schon eine Sache, da würde ich mir heute bei meinen Kindern sehr genau überlegen, ob die das alles so sehen müssen. Was war Ihr Part dabei? Was mussten Sie machen? Ich weiß gar nicht, da wird viel gemacht, da muss gerührt werden, da muss durchgedreht werden, da muss vermengt werden. Sie sind nicht Metzger geworden, sondern Büroinformationselektroniker. Das war Ihre Ausbildung. Und danach haben Sie noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Dann erzählen Sie mir mal ganz konkret, was können Sie heute jetzt außer Politik noch durch diese beiden Ich kann Ausbildungswege? grillen natürlich, Sie haben mich hier zum Grillen eingeladen, oder? Aber was macht denn ein Büroinformationselektroniker? Ein Elektroniker, der kümmert sich um alles, was als Technik, Computer, Digitalisierung. Damals gab es noch Faxgeräte, Kopiergeräte. Könnten Sie das heute noch, ein Kopiergerät reparieren? Die für damals ja, die neuen nicht mehr. Okay. Ihre Frau ist ja ehemals Journalistin, war beim MDR. Und wenn ich eins weiß, dann, wenn Journalisten irgendwas besonders gut können, dann ist das ja kritisieren. Ist das bei Ihnen zu Hause auch so? Ja, also ich glaube, in einer Beziehung ist der andere Partner immer derjenige, der am ehrlichsten ist und am direktesten. Und das ist absolut wichtig. Dann erzählen Sie doch mal, wofür kritisiert Ihre Frau Sie? Dafür, dass nicht aufgeräumt wird, dafür, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, so diese Dinge. Das Übliche. Und politisch? Politisch sprechen wir viel. Da fällt mir jetzt nicht so ein unmittelbarer Punkt ein, aber es geht um Formulierungen, um die Frage, ob die Sachen richtig ausgewogen sind bei den Argumenten. Und da bin ich sehr froh, weil mein Umfeld mehr und häufiger sagt, alles gut, war spitze. Und von ihr kommen dann eher die Worte, die sagen, na, das fand ich jetzt persönlich. Gut. Sie haben nach eigenem Empfinden, haben Sie noch genug Zeit für die Familie? Oder? Das ist immer zu wenig. Ja? Haben Sie ein schlechtes Gewissen dann, dass Sie so viel unterwegs sind? Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, wünsche mir mehr, aber weiß auch, dass es vor allen Dingen in dieser Zeit jetzt auch nicht anders geht. Vor 3 Jahren, da gab es eine rechtsextreme Gruppe, die hat einen Mordkomplott gegen Sie geschmiedet. Das ist dann aufgeflogen durch eine Chatgruppe. Was hat das mit Ihnen gemacht, zu erfahren, dass jemand Sie umbringen wollte? Nicht so viel. Eher ist die große Frage, was Deutschland damit macht. Nicht? Wir haben eine Mediengesetzgebung sehr klug nach dem Zweiten Weltkrieg. Nie wieder sollten Massenmedien für Propaganda missbraucht werden können. Das ist ja die Erfahrung der Nationalsozialisten damals, vor allen Dingen mit dem Radio. Und jetzt haben wir Telegram-Gruppen mit 140.000 Menschen. Ist das noch ein soziales Netzwerk? Ist das nicht schon längst etwas, was unter diese Medienregulierung fallen würde? Sie mit Ihrem Welt-TV oder die Zeitungen, da gibt es Grenzen, da gibt es Kontrollen, da gibt es Selbstverpflichtungen, Ähnliches. Das gibt es dort nicht. Und es gibt immer mehr Menschen, die eine
eine eigene Wirklichkeit haben, die sich mit der Realität so überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und darüber müssen wir als Deutschland reden, dringend reden. Ja. Sie sagen, es gibt Menschen, die in ihrer eigenen Wirklichkeit leben. Trotzdem gehen Sie ja auf die zu. Also Sie haben mit Corona-Leugnern gesprochen, mit Verschwörungstheoretikern, sind ganz viel im Land unterwegs. Ich zitiere mal die Süddeutsche Zeitung. Es gibt niemanden in der deutschen Spitzenpolitik, der in den vergangenen Jahren so oft öffentlich angepöbelt wurde wie Michael Kretschmer. Also Sie gehen wirklich in den Infight. Aber ist das manchmal auch erschöpfend? Also haben Sie jemals darüber nachgedacht, vielleicht auch wegen dieser Morddrohung, aufzuhören mit der Politik? Nö, habe ich nicht, aber ich kann mir ein Leben außerhalb der Politik vorstellen und finde das eigentlich auch einen schönen Gedanken, noch mal was ganz anderes zu machen. Was würden Sie dann machen? Weiß ich nicht, vielleicht Journalist, um mal das alles zurückzuzahlen. Nee, das würde ich nicht. Ich würde, glaube, versuchen... Sie können ja mal ein Praktikum bei uns machen. Ja, ich habe in meinem ersten Leben war ich bei einer Zeitung in der Wirtschaftsredaktion und habe viel gelernt, habe auch viel Verständnis, was ist, was nicht ist. Die Frage, was kann eigentlich objektiv Journalismus tun? Man verlangt ja immer eine 100-prozentige Neutralität, eine 100-prozentige Objektivität. Dass es das nicht gibt, habe ich selber auch gemerkt, gelernt und habe auch diesen Anspruch nicht mehr, kann da auch ein bisschen lockerer damit umgehen. Was auffällt, auch wenn Sie noch so sehr angepöbelt werden, Sie bleiben immer relativ gelassen. Es ist kein Fall bekannt, wo Sie mal die Fassung verloren haben, wie seinerzeit Helmut Kohl 1991, als jemand mit Eiern auf ihn warf und er versucht hat, sich den zu packen und die Leibwächter ihn aufhören. Also wenn ich so auftreten würde wie Helmut Kohl, das würde sehr schnell sehr albern aussehen. Ach so, okay. Aber wie schaffen Sie es, so gelassen zu bleiben? Es standen ja auch Leute schon mit Schneeschippen vor Ihrer Haustür, vor Ihrem Privathaus und haben Sie da angepöbelt. Weil ich in mir Ruhe und eine Grundhaltung habe. Ich sage so, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, welche Fehler ich mache, ich weiß, was ich will. Und ich nehme den Gegenüber erst einmal als Mensch wahr. Und jetzt sag mir, was dein Thema ist. Und wenn dann Leute nur schreien, hau ab, finde ich es ja auch gut, dann hinzugehen und zu sagen, so, sag mir doch mal, warum ich abhauen soll. Und wenn die dann trotzdem immer weiter schreien, ist es, glaube ich, ganz wichtig für alle, die ringsrum stehen, zu sehen, das ist jetzt niemand, der hat ein Thema, der will was klären, der hat ein berechtigtes Anliegen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für unsere Gesellschaft. Wir müssen miteinander im Diskurs sein. Wir müssen als Politik immer das Angebot machen. Wir müssen nicht immer Recht geben, überhaupt nicht, sondern auch sagen, wie man die Dinge anders sieht. Versuchen zu lernen. Nicht wie diese aktuelle Bundesregierung. Das sind ja keine Gespräche, die da stattfinden, sondern es sind so Anhörungen und hören dann zu, machen aber dann trotzdem, was sie wollten. Das ist nicht das, was die sächsische Staatsregierung gemacht hat. Die ist ins Land rausgegangen, hat mit dem Bürgermeister, mit den Vereinen, mit der Freiwilligen Feuerwehr gesprochen, hat verstanden, was ist euch wichtig? Und dann noch ein bisschen die Prioritäten der Landespolitik davon abgeleitet. Wollen wir gleich mal hören, was den Sachsen wichtig ist. Mit hitzigen Debatten können Sie also offenbar umgehen. Jetzt gucken wir mal, ob Sie auch mit der Hitze des Grills... So, das haben Sie ja schön angemacht. Jetzt schon herrlich. An, ist heiß. So, was gibt's jetzt hier? Rind. Das ist ein schönes Rindersteak, wie Sie sich gewünscht haben. Das ist ein sogenanntes Flat Iron. Aha. Und dann haben wir noch, weil wir ja nicht alles alleine essen können, für unser Kamerateam hier noch auch mehr Gässwürste. Aha. Das soll man hinterher so klein schneiden. Echt jetzt? Ja. Das machen Sie, oder? Kann ich machen. Bis klein schneiden? Sollen wir auch Gemüse oder ist das was für... Ich hätte jetzt fast gesagt für Ökos. Aber Gemüse, Sie haben ja auch eine grüne Gemüse machen Schosse. Sie. Ich kann auch mal was tun. Okay, gerne. Kann nicht um alles mich hier kümmern. Ach so, ich habe Ihnen noch gar nicht zu trinken angeboten. Das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Dann geht's jetzt los. Also, für Sie als Sachsen habe ich hier natürlich ein schönes Radeberger im Angebot. Oder hier ein Berliner Kindle. Stimmt, abends würde ich das trinken, jetzt bleibe ich bei Wasser. Jetzt Wasser. Limo hätte ich noch für die. Limo. So als Zwischen- oder nur Wasser? Wasser. Wasser. Asketisch. Asketisch. Was haben Sie eigentlich gelernt? Wenn Sie hier Journalismus. Richtig? Auch so studiert? Nee, ich habe Politikwissenschaften. Richtig abgeschlossen, so ein Studium? Habe ich richtig abgeschlossen? Das ist ja auch nicht mehr so häufig, ne? Nee, stimmt. Nee, habe ich schon gemacht. Aber ich habe Politikgeschichte und öffentliches Recht studiert. Und dann im Journalismus hängen geblieben? Ja, ich habe ehrlich gesagt Sind mit dem Ihre Eltern darüber Journalismus traurig? angefangen. Sind die Ich sauer? habe Oder? mit 15 schon bei der Lokalzeitung geschrieben. Ich glaube, meine Mutter hätte gerne gehabt, dass ich Rechtsanwalt werde. Rechtsanwalt? Ja, aber für mich ist das eine albtraumhafte Vorstellung, jetzt irgendwie Verkehrsunfälle in meiner Heimatstadt Iserlohn aufzuklären. Iserlohn. 2017 haben Sie Ihr Bundestagsdirektmandat verloren Ja. an einen Malermeister von der AfD, der bis dahin eher unbekannt war. Wie sehr schmerzt Sie die Vorstellung, dass Tino Kruppalla ohne den Triumph gegen Sie damals vielleicht heute gar nicht AfD-Bundesvorsitzender geworden wäre?
Nö, das ist die falsche Kategorie. Ich bin über viele Jahre ja da direkt gewählt worden und hatte beim letzten Mal auch ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis. Ich habe mir das so in der Form nicht vorstellen können. Und es ist schmerzhaft, dass man weiß, über viele, viele Jahre hat man die Anliegen einer Region und vieler Menschen zu den eigenen gemacht, hat vielleicht auch ein bisschen Familie vernachlässigt, eigenes Privatleben, um dahin zu fahren, um nochmal ein Gespräch zu führen. Und dann findet eine Abstimmung statt über Bundespolitik und man hat eigentlich das Gefühl, ich bin mit den Menschen so eng und es gibt diesen Unterschied nicht. Das ist schmerzhaft. Verständlich, wenn man drüber nachdenkt, aber schmerzhaft. Und woran hat es gelegen? Ja, das war eine Abstimmung über die Flüchtlingspolitik 2017, oder? Schon sagen. Ne? Was hat Angela Merkel da falsch gemacht im Rückblick? Die Frage war ja, wir haben eine totale Überforderung gehabt. 1 Million Menschen sind gekommen. Die Leute wollten das nicht. Das war wie auch bei Corona und bei anderen Themen jetzt auch keine Kommunikation, die erklärt, dass diese Situation, dieser Kontrollverlust jetzt kein Plan ist, sondern dass es etwas ist, was gerade stattfindet, was man aber auch handeln und beenden will. Dieses Handeln und Beenden ist ja dann am Ende auch passiert und es ist auch am Ende dann darüber gesprochen worden. Aber in der Situation 15, 16, 17 war das ja, wir haben über Obergrenzen gesprochen und haben das Gefühl gehabt, dass dieses Wort verboten ist, dass man das nicht verwenden darf. Also die Anerkenntnis, dass es tatsächlich so nicht weitergeht. Vieles erinnert an die aktuelle Situation wieder. Dann lassen Sie uns auf die aktuelle Situation blicken. Jetzt in der vergangenen Woche gab es hier in Berlin eine Ministerpräsidentenkonferenz. Glauben Sie, dass die Ergebnisse dazu führen, dass die AfD auch nur eine Stimme weniger holt und die Stimmen wieder zurück zur CDU gehen? Wir haben als Ministerpräsidenten ja 16:0, also inklusive der SPD-Kollegen, dem Grünen und auch dem Kollegen Ramelow, viele Beschlüsse zur Migrationspolitik gefasst. Die haben Dinge verändert. Ich bin beschimpft worden für das Thema Grenzkontrollen oder für das Thema Bezahlkarte. Am Ende ist es jetzt so gekommen und es hat Wirkung, es ist richtig. Was fehlt, sind Maßnahmen der Bundesregierung. Wir erleben ja nur ein Wegducken und ein Reden geht alles nicht. Grünen stellen sich hin und sagen, wir vollziehen innerhalb von bestehenden Gesetzen. Und dann muss man sagen, nee, ihr seid die Gesetzgeber, kümmert euch darum, dass die Dinge anders werden. Also wenn es diese Ministerpräsidentenkonferenz nicht geben würde, wäre nichts passiert. Dass es zu wenig ist und dass es aus Sicht der Bevölkerung unzureichend ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Dann sagen Sie mal 3 Maßnahmen, die jetzt ganz konkret nötig wären, um das Problem einzudämmen. Ja, zunächst mal muss man sich einig sein, dass die Zahl der Menschen, die jetzt in der nächsten Zeit kommen können, noch massiv reduziert werden muss. Der Grill steht übrigens schief, es rutscht hier alles runter. Oh. Sieht aber schon sehr gut aus, wenn ich das so sagen darf. Wollen Sie ein bisschen Spargel auch mal drauf machen? So, Spargel. Oder kein Spargel? Doch. Ist der letzte Tag der Spargelsaison. Ist jetzt so? Ja. Sie haben sozusagen die Ehre, die Spargelsaison zu beenden hier am Grill. Dann können wir hier noch Erstmal muss man sich einig sein, dass man es tatsächlich möchte, dass es weniger wird. Ne? Und wenn man das will, wird man auch Lösungen finden. Ich fand das sehr beeindruckend auf der Klausurtagung der CSU in Kloster Seeon. Dieser dänische Integrationsminister, der uns ja deutlich gemacht hat, auch in Dänemark ist es so. Auf der linken Seite keine Bereitschaft, irgendwas zu bewegen. Auf der rechten Seite keine Bereitschaft, weil man der Meinung ist, jeder Ausländer ist zu viel und man braucht dieses Thema aus populistischen Gründen. Und in der Mitte 2/3 der normalen Bürger, also wir. Und die haben sich entschieden in Dänemark, wir klären das. Wir sorgen dafür, dass die Gewalttätigen, die Straffälligen wirklich aus dem Land kommen. Ja, da muss man Gesetze ändern, da muss man sie unterbringen können. Wir haben ja vorgeschlagen, definierte Zentren, wo diese Kriminellen sich nicht einfach frei bewegen können, sondern in so einer Art Arrest sind. Ja? Oder ein Bundesausreisezentrum hier in Berlin, damit die Leute sich hier aufhalten und wenn das Flugzeug geht, auch wirklich da sind. Und wenn der Bund jetzt immer wieder betont, er will, er macht, er tut, dann soll er diese Leute auch nehmen. Also bis hin, dass man noch mal über Grundgesetzänderungen und Ähnliches spricht. Wenn man will, findet man Sie sagen Wege. Grundgesetzänderungen, würden Sie das Grundrecht auf Asyl abschaffen? Ich sage immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und diese Bundesregierung ist dabei, Gründe zu finden. Und das nervt das Land, das nervt auch uns und sorgt dafür, dass immer mehr Politikverdrossenheit entsteht. Das muss aufhören. Als wir vorhin über die Gründe für das Erstarken der AfD gesprochen haben, da haben Sie gesagt, ganz klar Migration, Thema Nummer 1. Welche Themen sind noch
dafür verantwortlich? Migration, das Thema Energiepolitik, die Übergriffigkeit des Staates. Jedes Gespräch mit einem Handwerker beginnt erstmal mit der Frage der Bürokratie. Und Bürokratie ist aus meiner Sicht jetzt nicht die Zettelwirtschaft, sondern ist wirklich dadurch entstanden, indem der Staat immer mehr konkret wissen will, vorschreiben will, so ein Ergebnis erzielen will. Und deswegen muss kontrolliert werden, deswegen muss dokumentiert werden, das muss am Ende sanktioniert werden. Das ist ein riesiger Aufwand auch für uns als Länder. Das muss aufhören. Und man sieht es, glaube ich, bei dem Thema Verbrennermotor oder Heizungssystem. Warum muss der Staat eine Technologie vorgeben? Der Staat gibt einen Rahmen vor, der sagt, was CO2-Abgabe ist. Und dann entscheiden die Leute sich, welche Technologie sie verwenden, weil sie schlau sind. Und dann braucht man auch keine Dokumentation, dann braucht man auch keine Fördermittel mehr, sondern dann passiert das. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. Das hat auch nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Was hier passiert, das muss wieder vom Kopf auf die Beine gestellt werden. Bei Ihrer Analyse haben Sie jetzt gerade ein Thema interessanterweise nicht aufgezählt. Und das ist der Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Scholz hat gestern folgende Erklärung für die Schwäche der etablierten Parteien geliefert. Ich zitiere mal wörtlich. Es ist schon so, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht einverstanden damit sind, dass wir die Ukraine unterstützen, die auch nicht einverstanden damit sind, dass wir Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Teilen Sie die Analyse von Olaf Scholz? Also erstens glaube ich ja, dass Sie alle hier ein bisschen bei Springer befangen sind. Und wenn man hier hochkommt, läuft man an riesigen Bildern vorbei, die ukrainische Menschen zeigen und sich für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Das ist etwas, was ich im Kern auch tue. Erst heute geht wieder ein Hilfstransport in die Ukraine, weil wir auch eine Partnerregion da haben. Wir machen ganz, ganz viel. Aber wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen muss, muss man ein Stück zurücktreten. Das, glaube ich, ist weder bei der Welt noch bei der Bild richtig gelungen. Aber auch das gehört zu einem demokratischen Kontext dazu. Und das müssen wir auch aushalten. Auch das ist Journalismus. Wer jetzt darüber urteilt und sagt, das dürfte alles nicht sein, der liegt daneben, der verkennt die Rolle der Medien in einer offenen Gesellschaft. Aber das wollte ich gerne mal dazu sagen, weil auch ich bei Ihnen ja schon der Putin-Versteher war. Dafür, ich habe nur gesagt, Kritiker sagen, Sie seien ein Putin. Nicht bei Ihnen als Person. Ja, alles gut. Also die Frage ist jetzt, um sie zu beantworten, der erste große Fehler ist, wenn man weiß, dass ein Teil der Bevölkerung bei dem Thema Krieg und Frieden etwas mehr Sorgen hat als ein anderer Landesteil, vielleicht eine andere Expertise, weil er diese Rote Armee erlebt hat und die Brachialität und die Brutalität, dann ist es zumindest richtig, mit den Leuten vernünftig zu reden. Und diesen Diskursraum gibt es seit 2 Jahren nicht. Und deswegen gibt es diese Verhärtung. Die leisen, die nachdenklichen Stimmen von Habermas oder von Michael Müller oder auch von mir, ist das richtig? Braucht man diese Sanktionen? Geht es wirklich mit Waffen? Muss man nicht Diplomatie machen? Die sind über die letzten 2 Jahre beiseite geschoben worden. Dann machen wir es mal ganz konkret. So langsam. Und wir waren alles Putin-Versteher. So, jetzt gibt es Stimmen, die sind überhaupt nicht mehr leise. Die sind radikal, die verdrehen die Tatsachen, wie bei der AfD. Da hat man ja den Eindruck, die Ukraine ist mittlerweile der Aggressor. Das haben wir uns aber selber zuzuschreiben, weil wir diesen Diskursraum nicht offen gehalten haben. Dann machen wir es mal konkret, weil Sie sagten, ne, drüber nachdenken und reden und so weiter. Putin hat ja jetzt während des G7-Gipfels in Italien ein Waffenstillstandsangebot gemacht und gesagt, wenn die Ukraine auf den NATO-Beitritt verzichtet und Territorien abgibt, dann würde es zum Waffenstillstand kommen. Wären Sie als Kanzler darauf eingegangen? Hätten Sie gesagt, das ist eine gute Idee, machen wir so? Also das ist jetzt nicht der Punkt, an dem man auf irgendetwas eingehen kann. Aber was man machen muss, ist mit China, mit Indien, mit Südafrika, mit den BRICS-Staaten dafür sorgen, dass man ein gemeinsames Verständnis hat, dass dieser Krieg ein Ende haben muss. Und wenn man das mit diesen hat, und da gibt es auch eigene Interessen von diesen Partnern, jetzt nicht von Russland, sondern von den Partnern. Wenn man ein gemeinsames Verständnis hat, wenn man gemeinsam weiß, was man will, dann wird man auch die russische Seite dazu kriegen, dass sie einem Waffenstillstand zustimmt. Und dann ist die große Frage, wie man dieses Land absichert. Und ich würde sehr viel mehr mich darum kümmern, dass Deutschland, dass Europa verteidigungsbereit ist, dass wir in unsere Sicherheit investieren, dass wir einen Sicherheitsschirm spannen können über die baltischen Staaten, auch über die Ukraine, dass ein Angriff nicht mehr möglich ist.
Und das, Aber weil Sie gerade über diese Sicherheitsgarantien sprechen, die hat man ja schon mal gegeben, damals in diesem Budapester Memorandum. Da hat man gesagt, wenn die Ukraine die Atomwaffen abgibt, dann kriegen sie westlichen Schutz. Hat nicht geklappt. Nee, die Russen haben diese Garantie gegeben, weil sie gesagt haben, ihr nehmt die Atomwaffen weg und wir, Russland, werden euch beschützen. Also das Land, was den Schutz garantiert hat, hat angegriffen. Ja. Nein, natürlich nicht, weil aber daraus muss ja etwas folgen. Nur was jetzt passiert, ist doch, alles, was man diskutiert, ist alternativlos. Es geht dann immer, Russland wird dann weiter marschieren, man tun, damit endet jede Diskussion. Die Menschen, die ich treffe in den neuen Ländern, die haben die Rote Armee erlebt, sie erleben die Rücksichtslosigkeit. Sie wissen, dass dieser Krieg von Russland nicht verloren wird und dass man sich strategische Zeit kaufen muss. Sie haben Putin ja erlebt selbst. Sie haben ihn mehrfach getroffen, glaube ich, ne? Ich habe ihn zweimal gesprochen. Ich weiß nicht, ob man daraus ein Urteil sich geben kann. Aber wie haben Sie ihn erlebt? Das ist ja interessant, weil es gibt ja nicht so viele Leute, die Putin schon persönlich begegnet sind. Naja, es ging ja damals darum, einmal um die medizinische Versorgung von Alexei Nawalny. Das habe ich im Auftrag der Bundesregierung ihm in einer sehr großen Deutlichkeit gesagt. Und wir waren alle danach sehr erstaunt, dass auf dem offiziellen Kanal des Präsidenten über dieses Gespräch und die Zusage zur medizinischen Versorgung zum damaligen Zeitpunkt auch das bestätigt wurde. Also das hat eine Wirkung gehabt. Ansonsten kann man sich auch... Nawalny tot. Ja, genau. Gab eine Zeit, da war der Westen als Schutzmacht und das westliche Interesse hatte noch eine Bedeutung, so wie das damals in der DDR war. Leute, die aus dem Westen kamen und sich mit Menschen der Opposition getroffen haben, aus Kirchenkreisen, das hat dir noch geholfen. Das ist auch weg. Ja. Hätten Sie damals, als Sie ihm da gegenüber saßen, gedacht, dass er einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnen würde dass er auch zum Kriegsverbrecher werden würde? Ich glaube, zu dieser Zeit hat niemand an so einen Angriff gedacht. Aber ich meine, man muss sagen, die Krim war ja schon besetzt. Ne? Sie haben ja auch dafür plädiert, Gaslieferungen relativ schnell wieder aufzunehmen aus Russland und die Sanktionen zu lockern. Ich bin, nochmal, um es mal klar zu machen, ich bin sehr klar, Russland ist der Aggressor. Und Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine darf ihn nicht verlieren. So. Was heißt darf die Ukraine den Krieg gewinnen? Das ist ja die Antwort, um die der Bundeskanzler sich immer drückt. Es ist ein absolut legitimes Ziel gewesen, am Anfang dieses Angriffs zu sagen, wir müssen ihn insofern gewinnen, als dass wir das gesamte Territorium wieder befreien. Das würde ja jeder machen, wenn er angegriffen wird. Wenn du nach einer gewissen Zeit merkst, und auch Sie wiederholen ja diese Glaubenssätze, die alle verständlich sind, nur man muss ja irgendwann mal zu einem gewissen Punkt kommen und sagen, ja, habe ich mir so gedacht, ist moralisch absolut richtig. Alles, was Sie sagen, ist absolut moralisch richtig, nur ich komme zu dem Punkt nicht. Was sind die Kollateralschäden jetzt seit 2 Jahren? Wie lange, was sind die Kollateralschäden, wenn es noch 2, 3 Jahre weitergeht? Wie viele Menschen sterben da? Wie sehr gerät diese ganze Welt ins Chaos? Wie sehr wird Russland in die Arme von Chinas und Nordkorea getrieben? Was passiert da sonst noch ringsrum? Muss man ja zu dem Punkt kommen und sagen, ja, es kann das, was ich als absolut richtig und als richtiges Ziel sehe, kann ich nicht erreichen, also muss ich einen Zwischenschritt machen. Und diesen Zwischenschritt, der ist dringend notwendig. Wenn Sie von Kollateralschäden sprechen, man kann ja auch sagen, es ist ein Kollateralschaden, wenn man Putin erlaubt, mehr oder weniger ohne Konsequenzen wieso fällt es Ihnen so schwer, sich auf meine Argumentation, meine Gedanken einzulassen? Warum ist es, ich frage ja nur nach. Warum ist es nur möglich, dass Sie nur die Dinge, die Sie jetzt schon vor 1 oder 2 Jahren gesagt haben, immer nur wiederholen? Es muss ja auch bei Ihnen einen Erkenntniszuwachs gegeben haben. Ja, aber für mich ist es keine Erkenntnis, dass man sagt, okay, wir frieren das jetzt ein und dann wird sich das schon irgendwie beruhigen. Also damit haben wir doch auch nichts gewonnen, oder? Ja, aber was ist Ihre Lösung? Naja, die Ukraine weiter zu unterstützen, sich zu erwehren gegen den Aggressor, von dem Sie ja selbst sagen, er ist der Aggressor. Und mit Waffenlieferungen? Und Sie sehen die Endlichkeit dieser Strategie sehen Sie nicht. Sie sehen nicht die vielen 100 Menschen, die jeden Tag da sterben, Hunderte jeden Tag. Sie sehen nicht, dass in der Ukraine auch die Menschen... Doch, die sehe ich schon, aber ich sehe auch möglicherweise die Menschen, die dann sterben, wenn Putin sich als nächstes Moldau vornimmt. Ja, und warum die baltischen Staaten vielleicht oder gar Polen. Warum ist das so zwangsläufig? Warum ist es nicht ein Gedanke zu sagen... Weil ich glaube, es ist zwangsläufig, weil Putin die Vorstellung hat, sein Sowjetreich
wiederherzustellen. Ja, das hat er ja immer wieder öffentlich gesagt. Das ist das, was er immer wieder gesagt hat, richtig? Dann andersrum, warum glauben Sie, dass Putin aufhören würde, wenn man das jetzt einfrieren würde? Er hört nur dann auf, wenn er eine klare Stärke spürt. Und diese Stärke müssen wir uns ökonomisch geben. Deutschland steht ökonomisch nicht stark da. Das hat etwas mit einer verfehlten Wirtschaftspolitik zu tun, hat aber auch natürlich mit den unglaublichen Ressourcen zu tun, die wir jetzt für das Sterben, für den Krieg aktuell ausgeben. Wenn wir diese Ressourcen nehmen, um uns verteidigungsfähig zu machen und auch einen Schutzschirm zu spannen über die Ukraine, dann haben wir langfristig etwas. Und dann haben wir etwas entgegenzusetzen. Mit Russland als Nachbarn ist ja eine Realität, den wird es immer geben, wird man nur klarkommen, wenn man selber stark ist, wenn man etwas entgegenzusetzen hat. Und diese Stärke nehmen wir uns gerade. In Ihrem Bundesland, wir haben darüber gesprochen, steht die AfD sehr gut da, sogar knapp vor der Union. Und das mit einem dezidiert pro-russischen Kurs. Ja, mit einem Kurs, der die Realitäten verdrängt. Sie haben angefangen, das Gespräch mit dem Bundeskanzler. Ne? Haben gesagt, was er gesagt hat. Ich finde, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Ich habe immer gesagt, wenn ich mit Olaf Scholz rede, ich kann nicht erwarten, dass dieser Bundeskanzler, wenn er für sich zu einem Ergebnis gekommen ist, zu einer Haltung gekommen ist bei diesem Thema, wie gehe ich mit dem Ukraine-Krieg um, dass er seine Position komplett verändert. Das kann auch kein Bürger erwarten. Was man aber erwarten kann, ist, dass über dieses Thema in einer größeren Offenheit und Breite diskutiert wird. Und dass diejenigen, die eine andere Meinung haben, nicht diskreditiert werden. Das hat in Deutschland... Tut ja auch keiner. Doch. Nee. Doch. Wir fragen nur nach. Fragen nicht nur nach, sondern Sie... Ich habe niemanden diskreditiert. Als Person vielleicht nicht. Sie kategorieren solche Leute über die letzten 2 Jahre als Putin-Versteher, als Abhängige und. Machen wir hier einen Punkt. In gut 8 Wochen sind Wahlen bei Ihnen in Sachsen. Und wenn man sich aktuell die Umfragen anguckt, dann könnte es passieren, dass neben der CDU nur noch die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht im Landtag sitzen. Bereitet Ihnen diese Vorstellung schlaflose Nächte? Nein, aber es ist keine angenehme Vorstellung. Mit wem würden Sie koalieren? Es gibt ja den heiligen Schwur nicht mit der AfD. Können Sie sich vorstellen, mit Sarah Wagenknecht zusammenzugehen? Ja, die AfD hat sich eben in den letzten Jahren und muss sagen zunehmend noch in den Monaten jetzt immer weiter radikalisiert. Diese Partei hatte ja die Chance, wenn man sich anschaut, wo die herkommt, Hans-Olaf Henkel, Professor Lucke, zu einer wirtschaftsliberalen, europakritischen Partei zu werden, die man wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise auch braucht, ein wirtschaftliches Gewissen. Und sie hat es nicht geschafft. Sie hat die vernünftigen Leute verloren und die zunehmend Rechtsextremeren setzen sich durch. Und nach dieser Europawahl haben wir eine Plenarsitzung im Sächsischen Landtag gehabt. Da war allen, die da saßen, klar, das ist die gleiche Sprache, die wir damals von der NPD gehört haben. Die gleiche Sprache, die Argumente, die gleiche Aggressivität. Und deswegen kann man mit diesen Leuten keine Regierung bilden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was die Formulierung angeht. Wir haben ein großes Talent, sich als Märtyrer darzustellen. Und je mehr man über Brandmauern redet, je mehr nutzt ihnen das. Man muss immer sagen, haben alle demokratische Rechte. Sie haben Anhörungen, Sie haben einen Vizepräsidenten, Sie können Ausschussvorsitzende, Sie können alle mitwirken. Aber es geht nicht mit einer Regierung. Das geht nicht. Und zwar aus den Gründen. Wie sieht es mit Wagenknecht aus? Würden Sie mit der koalieren? Wagenknecht kenne ich nicht. Wagenknecht ist ein Phänomen, weil sie hier in Berlin in der Bundespressekonferenz sitzt und Geschichten erzählt. Ich will aber keine Bundespolitik machen. Das ist ja nun gerade jetzt auch schiefgegangen bei der Europawahl. Wir müssen eine Landtagswahl führen, um sächsische Themen und einen sächsischen Weg. Würden Sie denn, also Sie sagen, Sie kennen sie nicht, haben Sie sie schon mal persönlich getroffen? Oder? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Ich habe sie im Bundestag gesehen und mir ging es so wie vielen anderen, dass man auch kein großes Verlangen gespürt hat, da zu reden, weil es war damals schon schwierig, kühl, die Vorsitzende der kommunistischen Plattform. Man wundert sich manchmal bei manchen Teilen des Programms und vor allen Dingen, dass Unternehmer der Meinung sind, das könnte ein Interessenvertreter sein, weil das ist alles noch da, die kommunistische Plattform. Würden Sie denn mit ihr koalieren oder nicht? Also würden Sie es ausschließen, mit ihr zu koalieren? Ich weiß, es ist eine unangenehme Frage, aber der Wähler will es ja vorher wissen. Ne? Der Wähler will wissen, dass unser Wahlziel ist, eine Regierung ohne die Grünen zu bilden. Das meine ich auch ernst. Die Grünen haben die einmalige historische Chance und Aufgabe gehabt, Ökonomie und Ökologie zu versorgen. Sie haben es durch ein miserables Handwerk und durch eine ideologische Verbohrtheit versaut.
Das ist so bitter. Aber ich habe jetzt nach auch Wagenknecht ökonomisch, gefragt. Riesenschaden, Vertrauensschaden in der Bevölkerung. Und das ist der Grund, warum es auch solche Blitzableiter wie diese Wagenknecht-Partei jetzt gibt. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch zu dem Thema von Dem allergrößter nationaler Bin ich aber Bedeutung. gespannt. Im Fußball. Fußball natürlich. Gut. 2 Siege, jetzt unentschieden gegen die Schweiz. Wie weit glauben Sie, kommt Deutschland noch? Ach, Deutschland kommt ins Finale. Ja? Ja, es ist eine Also großartige ich Sie zum Mannschaft. ersten Mal lächeln, das scheinen Sie ja wirklich zu glauben. Das liegt an Ihren Fragen. Nein, das war doch schön alles bis jetzt, wie die das machen, wie die miteinander sind. Und das war schön. Ja. Leipzig ist ja auch Austragungsort. Ja, ich Waren Sie schon im Stadion? war im Stadion, Niederlande gegen Frankreich, tolles Spiel. Gekämpft bis zur letzten Minute. Also schon Sommermärchenstimmung in Sachsen. Ja, also in Dresden, also in Leipzig war das phänomenal. Leipzig ist sowieso eine großartige Stadt, aber diese holländischen Fans und wie die mit den Franzosen gemeinsam umgegangen sind, wie wir miteinander gefeiert haben da. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und wir sehen uns demnächst wieder beim Politikergrillen. Dankeschön.